Herzlich willkommen, Musik-MJ Friends. Aus gegebenem Anlass schauen wir uns mal ein Video an über den guten Ben Bugatti. Er hat nämlich ein Video rausgebracht über diese Mülldoku, die Netflix keine Ahnung wieso produziert und rausgebracht hat über Michael Jackson. Liegt es wirklich daran, dass momentan so dieser riesengroße Hype ausgelöst wurde über Michael aufgrund des Biopics, was ich irgendwie eigentlich auch nicht wirklich nachvollziehen kann, weil Netflix hätte sich selbst eigentlich auch einen viel, viel größeren Namen hätte machen können, als es ohnehin schon hat, wenn er das Ding auf einer komplett anderen Ebene rausgebracht hätte. Weswegen ich mir jetzt das Video von dem guten Ben Bugatti anschaue. Normalerweise mache ich gerne über solche Sachen meinen eigenen Content. Allerdings habe ich hier so ein riesengroßes Problem damit. Ich habe mir die Dokumentation nicht angeschaut, ich sag jetzt mal vielleicht ganz blöd, für mich persönlich das Ding komplett zu boykottieren. Überall auf der Welt, ich bekomme es mit, sei es auf TikTok, auf Instagram, wo auch immer, haben die Fans weltweit dieses Ding boykottiert. Es haben so viele Leute anscheinend auch ihre Abos tatsächlich gekündigt. Ich habe auch gesehen, was mich auch neugierig gemacht hat, dass die Aktie von Netflix wohl schon so ein bisschen gestürzt sein soll. Es ist jetzt natürlich auch so ein bisschen Mutmaßung. Liegt es jetzt wirklich daran, weil die Leute ihr Abo gekündigt haben aufgrund der Doku? Allerdings hat sich Netflix auf jeden Fall keinen guten Namen damit gemacht. Jetzt noch einmal kurz zurück zu meiner Argumentation. Ich hatte mir einmal die Leaving Neverland Doku angeguckt, als die damals 2019 rauskam, und ich bin auch ehrlich, ich habe allerdings wirklich nur den ersten Teil geschafft zu gucken, auch nicht komplett. Es wurden so viele Tatsachen weggelassen, es wurden auch so viel Sachen verdreht. Wieso wird dieser Mann nicht einfach in Ruhe gelassen? Ich rede nicht länger rum und switch einfach einmal rüber in das Video. Bevor wir aber rübergehen, Freunde, ihr wisst Bescheid, bitte lasst kurz ein Abo da und let's go. Kopfhörer, bitte kommen Sie. Geht, Freunde. Vor ein paar Tagen erschien auf Netflix eine dreiteilige Doku namens Michael Jackson – Das Urteil, in der es um Michael Jacksons damaligen Prozess aus dem Jahre 2005 geht. Doch schon bevor die Doku überhaupt veröffentlicht wurde, gab es tausende Menschen, die sich gegen das Erscheinen aussprachen. Manche drohten sogar damit, ihr Netflix-Abo zu kündigen. Und es wurde eine Petition gegen Netflix gestartet, bei der über 60.000 Menschen unterschrieben, damit die Doku nicht erscheint. Netflix veröffentlichte die Doku allerdings trotzdem. Und seitdem sind sehr viele der Meinung, dass ihre Befürchtungen wahr geworden sind. Denn sehr viele behaupten, dass die Doku wieder mal nicht unparteiisch die Fakten des Falls zeigt. Ich muss hier aber auch eine Sache ansprechen, was Ben selbst angeht, ne? Also, Like ist auf jeden Fall schon mal da, das ist ja klar. Die Leute unterstützt ihn, er macht auch wirklich mega geilen Content. Also im Grunde genommen thematisiert er hauptsächlich Rap, aber sehr viel Rap aus den USA. Ich glaube, es ist relativ wenig, also vielleicht so 10% mal Rap aus Deutschland oder aus Europa im Allgemeinen, aber er thematisiert hauptsächlich Rap in den USA und er hat auch oft Content gemacht über MJ im Rap-Game, also die Verbindung zwischen Michael und dem US-Rap. Also ich finde seine Videos, sein Content wirklich mega. Er spricht es immer wieder mal an. Ich weiß allerdings nicht, inwiefern Ben selber Michael-Fan ist. Ich glaube, er ist auch so wahrscheinlich so aus dem selben Jahrgang wie ich und auch so richtiger 90s-Kid. Ich muss ehrlich sagen, ich fände es viel geiler, wenn das jetzt jemand ist, der überhaupt kein Fan ist, also sehr neutral die Sache angeht und so das Video hier produziert, ne? Machen wir weiter. Seitlich suggeriert, dass Michael Jackson schuldig war. Ob Michael am Ende die Tat wirklich begangen hat oder nicht, kann ich natürlich nicht beweisen. Doch nachdem ich mir die Doku angeschaut und mehrere Punkte nachrecherchiert habe, kann ich zumindest zeigen, dass einige Dinge fragwürdig dargestellt wurden oder wichtige Informationen einfach fehlen, die bei einer so großen Dokumentation eigentlich vorkommen müssten. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal ein wenig genauer an.
Okay, also so nach seiner Sprache auszugehen, habe ich das so ein bisschen herauskristallisiert, dass er doch relativ neutral zu dieser Sache steht. Ne? Also also ich gehe jetzt gerade davon aus, er ist nicht so ein großer MJ-Fan, beziehungsweise auch ein Verfechter. Ne? Also neutral. Spannend, ey. Um alles richtig zu verstehen, müssen wir nicht bei Netflix anfangen, sondern viel früher. Denn das Fundament der Netflix-Doku ist eine mittlerweile über 20 Jahre alte Dokumentation aus dem Jahre 2003 mit dem Namen Living with Michael Jackson von Martin Bashir. Diese Doku war damals einer der wichtigsten Auslöser dafür, dass Michael Jackson wieder riesengroßer Haufen. Alter, dieser Typ, ne? in den Schlagzeilen geriet. Der wichtigsten Auslöser dafür, dass Michael Jackson wieder massiv in den Schlagzeilen geriet. Denn in der Doku sprach Michael vor laufender Kamera über seinen Umgang mit Kindern auf der Neverland Ranch und darüber, dass sie bei ihm im Bett schlafen würden. Diese Szenen wurden später zu einem riesigen Skandal, sodass Ermittlungen gegen Michael eingeleitet wurden, die in der Netflix-Doku durchleuchtet werden. Also kann man im Grunde sagen, dass die Doku von Martin Bashir eine sehr zentrale Rolle für das ganze Gerichtsverfahren spielte. Deswegen erschien Bashir auch in der Netflix-Doku und hatte dort gefühlt den größten Redeanteil von allen. Dabei hat Netflix allerdings so gut wie kein Wort über Bashirs Vergangenheit, seine Kontroversen oder seine Widersprüche verloren. Und da er einer der Hauptfiguren der ganzen Geschichte ist, schauen wir uns seine Arbeit mal ein wenig genauer an. Martin Bashir arbeitete von 1986 bis 1999 bei BBC. Ey, ich bin brutal darauf gespannt, ne? Weil es ist jetzt sehr, 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 sehr wichtig hier, ne? Martin Bashir, diese Doku, die er damals gemacht hat, mit Michael zusammen. Als diese Doku von Martin Bashir erschien, hat Michael einen absolut genialen Move rausgebracht. Die Doku, die dieser Typ hier gemacht hat, die Interviews, Michael hat seine eigenen Kameras laufen lassen, ohne dem Wissen von diesem Martin. Boah, Alter, ehrlich, ne? Wer auch immer Michael dazu beraten hat, ob Michael selber vielleicht auf die Idee gekommen ist oder ob ihn jemand dazu gemanagt hat und ihm gesagt hat, ey Michael, bitte pass auf. Es gibt voll oft Szenen, in der dieser Kerl Michael versucht bloßzustellen in seinem Interview. So, man sieht allerdings bei den Aufnahmen von Michael, wie dieser Kerl quer versucht, in Michaels Allerwertesten reinzukriechen. Das ist brutal. Boah, Alter, ich red mich gerade richtig in Rage, ey. So, weiter geht's. Dort das damals weltweit bekannte Interview mit Lady Diana, bevor er im Jahre 1999 zu dem Privatsender ITV wechselte, für den er dann mit Michael die Doku Living with Michael Jackson drehte. In der Netflix-Doku wurde erklärt, dass Michael durch das Lady Diana-Interview auf Bashir aufmerksam geworden sei. Und das scheint auch so zu stimmen. Allerdings wurde nicht gezeigt, dass Bashir mit fragwürdigen Methoden gearbeitet hatte, um überhaupt an das Lady Diana-Interview heranzukommen. Denn Untersuchungen aus dem Jahre 2021 stellten fest, dass Bashir gefälschte Dokumente Dianas Bruder Earl Spencer gezeigt hatte, um sein Vertrauen zu gewinnen und dadurch Zugang zu Diana zu bekommen. Da Bashir das Interview damals über BBC führte, entschuldigte sich sogar BBC öffentlich und zahlte sogar sehr hohe Entschädigungen an Personen aus Dianas Umfeld. Genaue Summen wurden nicht immer offiziell genannt, aber Berichte sprechen davon, dass einige Personen teilweise sogar hohe sechsstellige Beträge bekamen. Zusätzlich spendeten sie noch 1,42 Millionen Pfund, die sie durch die Rechteverkäufe des Lady Diana-Interviews verdient hatten, an 7 Wohltätigkeitsorganisationen, die mit Diana verbunden waren. Auch Bashir entschuldigte sich öffentlich und gab bekannt, dass er diesen Fehler zutiefst bereue. Das zeigt, dass Bashir ausgerechnet bei dem Interview, das ihn weltweit berühmt gemacht hat und durch das Michael Jackson überhaupt erst auf ihn aufmerksam wurde, bereits schon mit fragwürdigen Methoden gearbeitet hatte, um überhaupt an sein Ziel zu kommen. Ey, sehr gut aufgearbeitet, ehrlich, Mann. Geil, Alter, Ben, ehrlich. Außerdem ist es sehr fragwürdig, dass Bashir erneut in einer Doku über Michael Jackson sitzt und dabei den Anschein erweckt, dass Michael schuldig gewesen sein könnte. Denn nach Michaels Tod im Jahre 2009 gab Bashir bei ABC News ein Interview, in dem das Ganze noch ganz anders klang.
Dort sagte er nämlich, dass Michael nie wegen eines Verbrechens verurteilt worden sei und er auch selbst kein Fehlverhalten gesehen habe. Außerdem sagte er, dass Michaels Lebensstil zwar unorthodox gewesen sei, er aber nicht glaube, dass dieser Lebensstil kriminell gewesen sei. The truth is that he was never convicted of any crime. I never saw any wrongdoing myself. And whilst his lifestyle may have been a bit unorthodox, I don't believe it was criminal. Auch während der Dreharbeiten zu Living with Michael Jackson äußerte sich Bashir immer wieder positiv über Neverland und Michael als Vater. Doch genau diese Szenen wurden am Ende natürlich rausgeschnitten. Allerdings war Michael so schlau, dass er während der Dreharbeiten eine eigene Kamera mitlaufen ließ. Ja, Mann! Ebenfalls aufnahm. Nachdem Bashirs Doku dann ausgestrahlt wurde, verkaufte Michael dieses Gegenmaterial für 1,6 Millionen Pfund an einen Nachrichtensender. Geil. Und daraus entstand dann die Sendung Take Two, The Footage You Never Genau das, Mann! to See, in der die Szenen gezeigt wurden, die Bashir in seiner fertigen Doku nicht verwendet hatte. Your relationship with your children is spectacular. Ey, Leute, bitte. Genau das, warte mal. Ich schieb mal meine Fratze hier weg, damit ihr das mal lesen könnt hier. So, jetzt. It makes me weep when I see you with them. Your interaction with them is just so natural, so loving, so caring. Wenn man also heute eine neue Doku über den Michael Jackson-Prozess macht, die sich wieder stark auf Bashir und sein Material stützt, dann müssten genau solche Dinge eigentlich viel stärker durchleuchtet werden, damit der Zuschauer auch ein neutrales und vollständiges Bild bekommt. Ja, aber ganz ehrlich, ne? Es ist doch einfach nur absolute Geldmache geworden von Netflix. Die schaffen es ja natürlich auch. Ich glaube, es macht ja viel mehr Schlagzeile für Netflix. Das Problem unserer Gesellschaft ist ja sowieso: die Leute lieben Ragebait. Das ist so die Tasse Kaffee von jedem von uns Konsumenten. Wir lieben Ragebait viel mehr als Lovely-Sachen. Es ist auch genau das gleiche beim Biopic. Die ganzen Kritiker, die Leute haben den Film darauf komplett abgeschlachtet, weil sie sagen, wieso wird in dem Film überhaupt nicht über die Vorwürfe gesprochen? Der Film zeigt ja ein Bild von Michael, wie er sich zu Thriller, zu Bad entwickelt hat, wo die Skandale ja überhaupt noch nicht stattgefunden haben. Das heißt, die Leute wollen lieber sowas sehen, wenn sie den Namen Michael irgendwie in Verbindung bringen, mit alles Negativem und Skandale. Aber niemals dieses Positive. Wenn Netflix so eine geile Doku gemacht hätte über die Musik, dann würden die Leute ja sagen, ja gut, das ist ja genau das, was wir jetzt gerade im Kino gesehen haben. Aber ich sag jetzt mal, die Hater hat diese Doku viel stärker angezogen. Also sehr kontrovers. Doch allein schon der Titel der Doku, Michael Jackson das Urteil, wirkt schon sehr voreingenommen, weil Michael ja vor Gericht eigentlich freigesprochen wurde. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Macher der Doku den Prozess nicht neutral aufarbeiten, sondern den Zuschauer in eine bestimmte Richtung lenken wollen. Auch die Schnitte und die Aufmachung der Dokumentation wirken an einigen Stellen sehr fragwürdig. Bei einer Szene ist mir das besonders aufgefallen, denn in der Doku wurde gezeigt, wie der Junge, der später Michael verklagte, in Bashirs Doku erzählte, dass Michael zu ihm meinte, er solle in seinem Bett schlafen, wenn er ihn lieben würde. And then he finally said, okay, if you love me, you sleep on the bed. I was like, oh man. So I finally slept on the bed. Das hört sich erstmal sehr komisch an und fast so, als würde Michael den Jungen emotional erpressen. So, warte mal, jetzt ist nämlich der Punkt. Ich glaube, diese Sachen lassen die immer in der Doku weg. Weil ich glaube, hier sagt Michael sagt hier nämlich, die Kinder schlafen bei mir in meinem Bett, ich allerdings auf dem Boden. Auch diese Szene wurde für die Doku extra so geschnitten, dass es genauso wirkt. Denn wenn man sich die komplette Szene anschaut, sieht man, dass es eigentlich darum ging, wer von den beiden auf dem Boden schlafen soll, weil der Junge unbedingt bei Michael im Schlafzimmer schlafen wollte. There was one night I stood in and I asked him if I could stay in the bedroom, and I was like, Michael, you can sleep on the bed. And he was like, no, you sleep on the bed, sleep on the bed. We're like, no, you sleep on the bed. And then he finally said, okay, if you love me, you sleep on the bed. I was like, oh man. So I finally slept on the bed. Auch das berühmte Bild über Michaels Bett wurde in der Dokumentation so dargestellt, als hätte er sich selbst als Jesus beim letzten Abendmahl malen lassen. Tatsächlich heißt dieses Bild aber Heroes, also Helden, wurde Mitte der 80er Jahre von Nate Giorgio als Privatauftrag für Michael gemalt und zeigt Michael zwischen seinen persönlichen Helden.
Lincoln, Kennedy, Edison, Einstein, Walt Disney, Charlie Chaplin, Elvis und Little Richard. Und genau solche kleinen, vielleicht sogar gewollten Fehler ziehen sich durch die komplette Doku, was bei so einem sensiblen Thema eigentlich nicht passieren sollte. Denn selbst wenn die Macher der Meinung sind, dass Michael Jackson schuldig war, müssten sie den Fall trotzdem sauber und vollständig aufarbeiten, ohne mutwillig Fehler zu machen. Facts, Alter. Deswegen war ich ein wenig enttäuscht von der Doku, weil man dadurch auch die Punkte, hinter denen vielleicht wirklich etwas Wahrheit stecken könnte, nicht mehr ganz ernst nehmen kann. Wie am Anfang erwähnt, kann ich natürlich nicht beweisen, ob Michael Jackson schuldig oder unschuldig ist. Aber meiner Meinung nach ist die Dokumentation extra kontrovers aufgebaut, nur um Aufmerksamkeit zu generieren. Ja. Was auch erklären würde, warum die Dokumentation so zeitnah an Michaels neuen Film rauskam. Doch am Ende interessiert mich natürlich wie immer, was ihr darüber denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Checkt auch gerne meine anderen Videos ab. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Video. Ehrlich, ich bin mega froh darüber, dass Ben das Thema aufgearbeitet hat und vor allem, dass er sich die Doku reingezogen hat. Das war so ein bisschen, ich habe mir die Doku angeguckt, damit ihr es nicht machen müsst, Leute. Und Leute, ganz ehrlich, es gibt noch und nöcher Dokus, Podcasts, die diese komplette Thematik seit 93, seit den ersten Vorwürfen gegen Michael aufgetaucht sind. Die kann man sich überall anschauen. Die sehr neutral diese ganze Sache aufgearbeitet haben, wo man wirklich sieht, wie viel Intrigen eigentlich dahinter steckt. Ich habe auch einmal ein Video darüber gemacht, wo ich über die Leaving Neverland Doku gesprochen habe. Es sind zum größten Teil immer Leute, die mit diesen Vorwürfen ankommen gegen Michael, die in der Vergangenheit versucht haben, Geld rauszuschlagen. Es wird nicht aufhören. Ich verstehe allerdings nicht, wieso das Estate von Michael nicht hingeht und solche Sachen verhindert. Soviel ich weiß, haben die schon mal, glaube ich, bei der Leaving Neverland Doku versucht, das Ganze zu verhindern, auch gerichtlich, was sie allerdings nicht gewonnen haben. Aber ich verstehe nicht, wieso diese Leute, wieso Netflix, wieso die Produzenten dieser Doku nicht verklagt werden. Es ist absolut rufschädigend. Und vor allem ist es jemand, der hier in den Pranger gestellt wird, der sich selbst nicht verteidigen kann. Freunde, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was haltet ihr eigentlich von dieser ganzen Thematik? Habt ihr euch diese Netflix-Doku angeschaut? Das würde mich mal sehr interessieren. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, vergisst natürlich nicht, ein Abo dazulassen. Lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert für den Algorithmus, ihr wisst Bescheid. Ich war's mal wieder. Euer Captain Jack Farrow mit seiner schiefen Nase und dieser bedeutungslosen Reaction. Und wir sehen uns im nächsten MJ-Stuff.